Nach einem 3-stündigen Konzert ihrer liebsten norwegischen Metalband hat Anja Probleme, ihren Freund zu verstehen. Er klingt, als wäre er am anderen Ende des Raumes. Und es ist schwer, seine gedämpfte Stimme über das Klingeln in ihren Ohren hinweg zu hören. Am nächsten Morgen ist dieser Effekt weitestgehend abgeklungen. Aber Anja hat noch Fragen. Was hat die Symptome verursacht? Wird sich ihr Gehör vollständig erholen? Kann sie trotzdem auf Konzerte gehen, ohne ihren Ohren zu schaden? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zuerst verstehen, was Geräusche sind und wie wir sie hören. Wie ein Kieselstein, der Wellen im Wasser erzeugt, entsteht Schall, wenn verdrängte Moleküle durch den Raum schwingen. Schallschwingungen können sich zwar durch Feststoffe und Flüssigkeiten ausbreiten, aber unsere Ohren sind darauf ausgelegt, Schwingungen in der Luft zu verarbeiten. Diese Luftdruckwellen dringen in unsere Gehörgänge ein und prallen vom Trommelfell ab. 3 Knochen, die als Gehörknöchelchen bezeichnet werden, übertragen diese Schwingungen dann in die Hörschnecke, wodurch die Luftdruckwellen in Wellen aus Gehörflüssigkeit umgewandelt werden. Hier beginnt unsere Wahrnehmung von Geräuschen. Diese Wellen aus Flüssigkeit bewegen die Basilarmembran, ein Gewebe, das mit Zehntausenden Haarzellen ausgekleidet ist. Die spezifische Schwingung dieser Haarzellen und der Stereozilien auf ihnen bestimmen das akustische Signal, das unser Gehirn wahrnimmt. Leider sind diese unentbehrlichen Zellen auch ziemlich anfällig. Es gibt 2 Eigenschaften von Geräuschen, die diese Zellen schädigen können. Die erste ist die Lautstärke. Je lauter ein Ton ist, desto stärker ist der Druck seiner Schwingungen. Während die Obergrenzen des Ohrs von Person zu Person unterschiedlich sind, kann eine Schallbelastung im Nahbereich mit mehr als 120 Dezibel Haarzellen sofort verbiegen oder wegblasen, was zu dauerhaften Hörschäden führt. Der Druck kraftvollerer Töne kann sogar die Gehörknöchelchen ausrenken oder ein Trommelfell platzen lassen. Die andere Seite dieser Gleichung ist die Dauer des Tons. Während gefährlich laute Geräusche die Ohren fast sofort verletzen können, können Haarzellen auch geschädigt werden, wenn sie längere Zeit einem niedrigeren Schalldruck ausgesetzt werden. Beispielsweise ist das Geräusch eines Händetrockners für die 20 Sekunden Verwendungsdauer ungefährlich. Aber wenn man durchweg 8 Stunden lang dieses Geräusch, das einen relativ niedrigen Druck hat, hört, würde das die Stereozilien überlasten und das Stützgewebe der Haarzellen anschwellen lassen. Geschwollene Haarzellen können nicht mehr mit der entsprechenden Geschwindigkeit und Genauigkeit vibrieren. Das Gehör wirkt dadurch gedämpft. Diese Art von Hörverlust wird als vorübergehende Hörschwellenverschiebung bezeichnet und viele Menschen werden das mindestens einmal im Leben erleiden. In Anjas Fall dauerte es nur 3 Stunden, bis das laute Konzert diesen Zustand hervorrief. Glücklicherweise ist dies eine vorübergehende Erkrankung, die in der Regel mit der Zeit abklingt, wenn die Schwellung abnimmt. In den meisten Fällen reicht die Meidung gefährlicher Geräusche, damit sich die Haarzellen erholen können. Eine vorübergehende Hörschwellenverschiebung führt wahrscheinlich nicht zu einem dauerhaften Hörverlust. Aber wer häufig gefährlichen Schallpegeln ausgesetzt ist, kann eine Vielzahl von Hörschäden erleiden. Wie zum Beispiel das ständige Summen eines Tinnitus oder Schwierigkeiten, Sprache in lauten Umgebungen zu verstehen. Überlastete Haarzellen können auch gefährliche Moleküle erzeugen, die als reaktive Sauerstoffspezies bezeichnet werden. Diese Moleküle haben ungepaarte Elektronen, wodurch sie Elektronen aus benachbarten Zellen entziehen und das Innenohr dauerhaft schädigen. Es gibt zahlreiche Strategien, mit denen man einem Hörverlust vorbeugen kann. Aktuelle Forschung zur Verwendung von Kopfhörern empfiehlt, die Lautstärke auf 80% oder weniger zu beschränken, wenn man über den Tag verteilt länger als 90 Minuten Musik hört. Geräuschisolierende Kopfhörer können helfen, die Lautstärke zu reduzieren. Für den Schutz des Gehörs ist es wichtig, ein grundlegendes Verständnis dafür zu erlangen. Genau wie unsere Augen und Zähne brauchen auch unsere Ohren jährliche Untersuchungen. Nicht alle Gemeinschaften haben Zugang zu Spezialisten, doch Organisationen auf der ganzen Welt entwickeln tragbare Hörtests und benutzerfreundliche Apps, um diese wesentlichen Hilfsmittel in entlegene Regionen zu bringen. Und zu guter Letzt sollte man Ohrstöpsel tragen, wenn man wissentlich lange Zeit lauten Geräuschen ausgesetzt sein wird. Die Wirksamkeit von Ohrstöpseln hängt davon ab, ob man sie richtig trägt. Sorgfältiges Lesen der Instruktionen ist daher empfehlenswert. Aber wenn sie richtig getragen werden, sorgen sie dafür, dass du deine Lieblingsband noch viele Nächte lang hören kannst. Bist du bereit für weiteres Wissen? Schau dir diese Videos an, um dein Wissen zu testen oder mehr über Dinge zu erfahren, die du nicht kennst. Abonniere und bleib neugierig.